Wir sind auf der Anfahrt zum Hersteller Variomobil. Er ist der Hersteller von unserem Wohnmobil. Unser Mobil muss zur Jahresinspektion. Dann haben wir uns einen Schaden am Mobil gefahren. Der muss beseitigt werden. Und dann treffe ich dort noch einen Mitarbeiter von Dometic. Mit dem werde ich mich über den Kühlschrank unterhalten und auch über andere Dinge. Herzlich willkommen zu meinem Video. Wir haben Anfang Oktober, es ist ein Sonntag, später Nachmittag, kommen wir hier an dem Stellplatz von Variomobil an. Wir haben am Montagmorgen einen Termin hier, deshalb sind wir schon heute angereist am Sonntag, um dann Montagmorgen hier pünktlich zu erscheinen. Und so ist für uns etwas einfacher, wenn wir hier schon mal übernachten. Rita ist mit dem Auto hinterhergefahren, denn unser Mobil muss hier ca. 2 Wochen bleiben. Und so können wir dann am späten Nachmittag hier bei Vario wegfahren, wenn wir hier alles geregelt haben mit unserem Mobil. Dieser Stellplatz liegt vor dem Betriebsgelände der Firma Variomobil. Es ist ein einfacher Platz, es gibt keine End- und Versorgung, aber Strom gibt es hier. End- und Versorgung gibt es auf dem Betriebsgelände. Der nächste Morgen, ca. 8 Uhr, fahren wir aufs Betriebsgelände und geben gleich unser Wohnmobil ab. Gemacht wird ja die Jahresdurchsicht, Garantiearbeiten und unser Schaden hinten am Heck. Man kann natürlich hier auch dann andere Arbeiten machen lassen, so wie Tankreinigung. Das sind aber Dinge, die mache ich lieber selber. Ja, jetzt nochmal zu unserem Heckschaden oder Stoßstange, die hinten kaputt ist. Die habe ich mir auf einem Campingplatz beim Rangieren kaputt gefahren. GFK ist eingerissen und die Stoßstange muss abgebaut werden und soll repariert werden. Ja, wir haben vorher überlegt, eine neue Stoßstange anbauen zu lassen, aber die Versicherung oder der Gutachter würde das wahrscheinlich nicht so hinnehmen, denn die Kosten wären erheblich höher, ca. 12.000 Euro. So wird die Stoßstange jetzt repariert und ja, die genauen Kosten wissen wir jetzt im Moment noch nicht. Ich habe allerdings eine Selbstbeteiligung bei meiner Vollkasko von 5.000 Euro. Somit muss ich einen großen Teil ohnehin selber tragen. Das ganze Fahrzeug ist ja aus GFK und somit auch die Stoßstange. Und da gibt es kein Problem, das zu reparieren. Das wird neu verklebt. Ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird, aber ich kenne das vom alten Wohnmobil her, von unserem zweiten Vario. Dort ist auch mal was passiert. Man hat es so gut nachher gemacht, man konnte nichts davon erkennen und es war genauso wie neu. Wie eingangs angesprochen, treffe ich hier einen Mitarbeiter von Dometic. Der wird mir Fragen beantworten zum Lüftungssystem, Dachlüftungssystem und dem Kühlschrank. So, wir sind in der Werkstatt hier bei Variomobil. Ich glaube, man hört es auch im Hintergrund, die Geräusche hier. Und bei mir ist ja, der Fachmann von Dometic. Ich weiß nur seinen Vornamen, er heißt Tobias. Und ja, Tobias, stell dich mal selber kurz vor. Jawohl. Tobias Hommerich ist mein Name. Ich bin der Produktmanager für die Kühlschränke in Europa von Dometic. Und ja, ich kenne den Hartmut schon ein bisschen länger jetzt, weil er einer der ersten war, die das ACC 3100 verwendet haben. Wir haben uns damals mal auf der Messe auch getroffen, da gab es schon mal ein Video dazu. Und ja, freut mich natürlich ganz besonders jetzt, das Gerät im Fahrzeug verbaut zu sehen und auch, dass der Hartmut so zufrieden damit ist. Ja, jetzt sind wir reingegangen ins Mobil, ganz einfach, weil draußen das doch ein bisschen laut war. Tobias, ich habe da noch zu dieser Geschichte ACC 3100. Ja, das ist jetzt kein Dachlüfter, sondern was ist es genau? Ganz genau. Also ein Dachlüfter, wie man hier im Küchenbereich meistens hat, hat natürlich ganz andere Funktionalität. Ja. Es ist erstmal ein ganz anderes Volumen an Luft, was da befördert wird. Das Problem, was man mit einem normalen Dachlüfter hat, ist, dass der natürlich nur auf Durchzug funktioniert, wenn auch eine Türe oder ein Fenster offen ist. Ja, das ist einer der wesentlichsten Unterschiede. Bei dem ACC 3100 ist es also ein Lüftungssystem, was mit 2 Ventilatoren arbeitet. Also einer saugt die Luft aus dem Fahrzeug und der andere fördert sie ins Fahrzeug. Das bedeutet, dass das Gerät immer betrieben werden kann, wenn das Fahrzeug komplett zu ist. Ja? Auch wenn es abgestellt ist, wir haben einen extra Lagermodus dafür, ja, dass also einmal am Tag das Gerät angeht und für 3 Stunden das ganze Fahrzeug durchlüftet. Ja? Das also, deswegen sage ich auch immer, das Gerät geht über das Campen hinaus.
was eine absolute Besonderheit ja auch ist. Was kann es allgemein? Also man kann in der maximalen Turbostufe kann man da 50 Kubikmeter Luft mit austauschen, aber wie gesagt, richtig austauschen. Und der Vorteil ist einfach die Wärmerückgewinnung. Das bedeutet, es ist, als wenn man ein Fenster auf hat, aber die Temperatur bleibt die gleiche. Und das ist eigentlich der wesentliche Vorteil. Also wenn man es im Fahrzeug kalt drin hat, dann bleibt es kalt, aber man hat frische Luft. Und genau das ist ja, was man haben will, auch wenn es Nacht ist und man irgendwo in der Wärme ist und man es innen drin kalt hat, dann hat man trotzdem frische Luft, aber die Wärme bleibt draußen, weil sie eben über diese rotierende Scheibe aufgenommen wird und in den kalten Luftstrom von innen nach außen wieder gefördert wird. Also die Wärme kommt gar nicht erst ins Fahrzeug rein. Ja. Ja, gut, das war mir schon vorher klar. Jetzt habe ich auch noch ein paar spezielle Fragen zu. Ich habe ja auch schon mehrfach über die Geschichte berichtet, habe auch mal den Einbau gezeigt bei meinem Kumpel Horst. Hast du vielleicht auch per Video schon mal verfolgt? Ja, jetzt habe ich zu der Geschichte Turbo noch mal eine Frage. Und zwar im Turbobereich wird dann da auch die Luft gereinigt oder ist das nur, das nutze ich ja vielleicht, um jetzt im Sommer, wenn es sehr heiß ist, vielleicht in den Abendstunden dann Kühle reinzukriegen. Ja. So habe ich es verstanden. Und ja, wird dann aber auch die Luft da noch gleichzeitig mit gereinigt. Genau. Also jetzt muss man natürlich sagen, wir haben hier in dem Fahrzeug wirklich perfekte Verhältnisse, weil das Fahrzeug sehr gut isoliert ist. Also man hat wirklich einen deutlichen Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen per se. Ja. Die Luftreinigung erfolgt über ein Ionisierungsmodul. Das heißt also, das sind 2 Kohlebürsten und da steckt ein Hochspannungsmodul von 2,5 Kilovolt dran. Und zwischen diesen Bürsten wird also ein elektrostatisch aufgeladenes Feld erzeugt, ein sogenanntes Plasma. Und die Luft, die da durchgefördert wird, die wird eben gereinigt. Also entsteht kurzzeitig Ozon, aber nur kurzzeitig, weil die Polarisation sich immer wechselt. Und darüber erfolgt einer der Reinigungseffekte. Der andere Reinigungseffekt ist, dass eben durch diese elektrostatische Aufladung die Staubflocken größer werden und dann entweder von unseren Filtern, die im Gerät sind, aufgefangen werden oder eben im Fahrzeug zu Boden fallen. Ja, das ist so der Luftreinigungseffekt. Ja, wie gesagt, ich habe das Gerät jetzt 4 Monate etwa im Betrieb hier im Mobil eingebaut. Ist hier von der Firma Vario Mobil eingebaut worden und kann nur positiv darüber sprechen. Also funktioniert einwandfrei. Wir haben selber auch festgestellt, dass wir nicht mehr so viel Staub im Mobil haben, zumindest da, wo man das sonst gewohnt ist. Und ja, funktioniert auch in der Nacht, läuft schön ruhig, weil ich immer wieder nach den Erfahrungen gefragt werde. Also von daher alles positiv. Auch habe ich die Geräusche von außen etwas geringer, dadurch, dass diese ja, dieser Dachlüfter oder diese Dachreinigungsgeschichte nicht so offen ist, nicht so viel Schall durchlässt wie jetzt so normale Dachfenster. Ja, die Bedienung ist natürlich direkt am Gerät so ein bisschen, ja, muss man ein bisschen genau gucken. Ja. Haben wir gerade drüber gesprochen, wer gleitet sich blöd. Aber über diese App, und da muss man sich die richtige App runterladen. Kannst du da auch noch mal was zu sagen zu der App? Also am Anfang hatten wir sicherlich ein paar Kommunikationsschwierigkeiten da, was die App anging. Also wir haben angefangen mit dieser Dometic Interact App und haben dann diese diese ACC 3100 App haben wir dann darauf aufgebaut. Ja. Also man muss genau darauf achten, es gibt nur 2 Apps. Eine von den beiden ist es, ja, und die neuere ist es dann meistens. Und es gibt auch verschiedene Softwarestände, aber das wird dann über die App automatisch gemacht. Ja. Jetzt haben wir noch mal ich habe noch mal eine Frage, und zwar, was muss man reinigen? Denn das könnte ja dort sich Staub oder irgendwelche Sachen ablagern. Muss ich da irgendwas machen? Genau. Also wir haben, insgesamt sind es 3 Filter im Prinzip, also hier unten in der Luftverteilerbox, also Air Distribution Box heißt das bei Dometic. Da ist ein Hauptfilter drin. Und wir haben aber auch gegen den Schutz von außen in der oberen Hälfte des Gerätes sind jeweils vorne und hinten Filter. Ja. Eine Besonderheit bei dem Gerät ist auch, dass während der Fahrt wird der Luftstrom also nicht ins Fahrzeug geleitet. Es entsteht auch keinerlei Venturi-Effekt mehr. Ja. Damit hatten wir am Anfang zu kämpfen.
Vielleicht darf ich das verraten, dass, also wenn das Gerät durch den Luftstrom geht, da sind Silikonlappen drin, die quasi den Durchfluss der Luft von vorne nach hinten ermöglichen. Also so, dass man keine Störgeräusche hat während der Fahrt, ja, und dass da also kein negativer Effekt passiert. Aber zu der Reinigung nochmal gesagt, diese Filter gibt es natürlich als extra Paket zu kaufen. Es sind aber Filter, die hauptsächlich dazu gedacht waren, den Straßenstaub abzuhalten. Ja, man kann die also auch auswaschen, wenn man das möchte. Wir haben versucht, HEPA-Filter zu verwenden, aber die haben so einen Saugwiderstand, dass es leider nicht möglich war. Sonst hätten wir die Luftaustauschrate nicht erreicht. Und wenn ich das richtig weiß, dann ist es so, dass dass das Gerät das anzeigt, wenn die Filter gereinigt werden müssen. Ganz genau. Also wir haben in dem Display gibt es ein rotes Icon oder ein extra Symbol. Sieht aus wie so ein roter Keks und wenn der fällig ist, dann meldet er sich. Ja? Der geht dann an. Ja, danke dir erstmal soweit, Tobias. Jetzt, wo ich dich hier schon da habe, vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen was zum Dometic-Kühlschrank, den wir hier auch eingebaut haben oder eingebaut worden ist hier. Vielleicht kannst du uns da auch noch ein paar Takte sagen. Wir gehen da jetzt mal hin. Okay. So, jetzt stehen wir vom Kühlschrank. Tobias, da bist du auch der Fachmann. Erzähl uns was. Ja, also hier haben wir einen sogenannten Tech Tower, einen Absorberschrank. Funktioniert also mit Gas, 12 Volt und 230 Volt. Und hierbei hat man eben die Besonderheit, das ist für den Hersteller ja praktisch natürlich, dass wir das in einer Einheit liefern. Also wir haben einen Gas, 12 Volt, 230 Volt betriebenen Schrank. Also er muss Gas legen für die Installation und hat den Aufwand eben nur einmal, weil es oben in den Ofen durchgeschliffen wird. Und wir verkaufen das ja als Kombination schon seit Jahren. In dem Fall hier auch mit der Doppeltüre. Und das ist einfach eine bewährte Sache. Und wenn ich jetzt aus der eigenen Erfahrung vom Campen her Beschwerden höre, wenn Leute Probleme mit Absorberschränken und der Kühlleistung haben, dann muss ich meistens darauf hinweisen, dass es verschiedene Klimaklassen gibt. Oder? Also es gibt für den europäischen Bereich eine Klimaklasse, die geht so entweder bis 32 oder bis 38 Grad Außentemperatur. Und dann gibt es aber auch Tropenschränke, also die bis 43 Grad temperaturfest sind. In diesem Temperaturbereich müssen die dann im Hauptfach zwischen 4 und 8 Grad machen und im Frosterfach minus 18 können. Also egal, ob es 32 sind oder mehr. Und wie gesagt, die meisten Probleme haben wir mit Einbauten, dass also Leute mit einem relativ leichten Fahrzeug, wo also hinter dem Kühlschrank vielleicht nur noch eine Blechwand ist, das Fahrzeug vielleicht auch noch schwarz ist, und die fahren dann nach Spanien oder sowas oder irgendwo anders hin, wo es extrem heiß ist. Und dann verlässt man meistens mit diesen Einbauten, diesen Kühlschränken diese Klimaklasse, für die die Schränke gedacht sind. Ja, da kann man den Schränken am Ende des Tages nicht wirklich einen Vorwurf machen. Ja. Die Nutzung passt da einfach nicht. Ja. Ja, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung, wir haben das Fahrzeug jetzt ja ein Jahr und wir hatten ja vorher auch einen Absorberkühlschrank und haben jetzt ja wieder einen. Man hat mir damals beim Bau oder haben mir viele geschrieben, meine Abonnenten geschrieben, warum nimmst du keinen Kompressorkühlschrank? Gab es Gründe dafür. Ich bin heute zufrieden mit dem Absorber. Er funktioniert. Ich habe ihn auch schon bei 35 Grad betrieben, Außentemperatur, und er hat nie Probleme gezeigt, funktioniert einwandfrei, ist schon so ein bisschen, wie du gesagt hast, entscheidend ist schon, wie es hinter dem Kühlschrank aussieht, wo geht die warme Luft weg und wo kann sie weg, und dann hilft es. Jetzt kann man, das möchte ich einfach mal einfügen, man kann Lüfter einbauen. Das wissen wir. Ja. Und da jeder macht das anders oder einer kauft sich Computerlüfter. Aber es gibt auch welche von Dometic. Richtig. Genau. Wer sowas braucht, der... Ja, also das ist ein Zubehörteil, das gibt es auch schon seit Jahren. Für die gesamte 10er-Serie, gibt es auch für die 8er-Serie und vorher. Das sind Lüfter, die auf der Rückseite installiert werden, die auch einfach einzustecken sind. Also die Montage ist ganz problemlos. Man braucht sie nur einzuschrauben und eben einzustecken. Ja? Die werden dann auch in den Regelkreis eingebunden. Das bedeutet also, wenn der Kühlschrank merkt, dass er Lüfter brauchen könnte, dann würden die dann angeschaltet. Ja? Und ja, auch auf dem Punkt mit den Kompressorschränken, da muss ich mal eine Lanze für die Absorberschränke so ein bisschen brechen. Weil, also es wird immer darüber gesprochen, über Nachhaltigkeit und. Ja. Der Vorteil vom Absorberschrank ist, dass es überhaupt keine bewegten Teile gibt. Ja, das ist ja auch der Grund, warum der völlig lautlos ist. Ja.
Das zum einen. Und dadurch, dass es keine bewegten Teile gibt, ist da auch eigentlich kein Verschleiß dran. Ja, solange das Aggregat dicht ist, wird es funktionieren. Man kann jetzt sagen, okay, die Kälteleitpaste am Verdampfer wird alt irgendwann. Ja, das ist aber eine relativ einfache Pflegearbeit, die man durchnehmen kann. Oder dass zum Beispiel der Brenner nicht mehr so funktioniert wie am Anfang. Da kommt man gut dran von außen, von den Gittern. Die Brenner kosten jetzt auch kein horrendes Geld, selbst wenn es gar nicht mehr anders geht. Und wie gesagt, man kann sie einfach reinigen. Ja. Wenn ich jetzt den Kompressorschrank dagegen sehe, wird immer gesagt, ja gut, der hat natürlich überlegene Leistung. Das stimmt zum Teil, ja, das Delta-T, also den Temperaturunterschied, den man mit dem Kompressor erzeugen kann, der ist größer und es geht auch schneller. Ja. Aber man kann ihn halt nicht mit Gas betreiben und der ist auch nicht lautlos. Ja. Und es gibt eben bewegte Teile da drin. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Dometic-Schränke als Kompressor keine 30 Jahre halten können. Ja. Aber wenn man sieht, einfach auch Haushaltskühlschränke mit Kompressor, da ist ja irgendwo die Lebenszeit nicht vergleichbar. Ja. Und ich kriege eigentlich einmal in der Woche irgendwo einen Anruf her, der noch einen 86er Kühlschrank hat und was er jetzt als Ersatz nehmen soll. Und ja, also das sind so diese zwei Hauptpunkte. Ja, Tobias, dann sage ich erstmal Dankeschön dafür, für deine Ausführungen hier. Freut mich, dass wir uns hier bei der Firma Variomobil getroffen haben. Und ja, wenn ich dann mal wieder Fragen habe, darf ich vielleicht nochmal wieder bei dir anklopfen. Jederzeit gerne. Ja, Dankeschön. Das waren einige Informationen vom Fachmann zum Kühlschrank von Dometic und zum Dachlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. Jetzt hoffen wir, dass unser Vario schnellstmöglich repariert wird, der Schaden hier hinten am Heck, denn wir wollen Ende Oktober Richtung Spanien starten. Ich werde natürlich auch darüber berichten, wie es am Ende ausgefallen ist, ob alles so richtig gemacht worden ist oder gut gemacht worden ist. Bis dahin sage ich jetzt mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.